Wenn du Chicken Nugget liebst und auf Currysoße stehst, aber hierauf keinen Bock hast und das Ganze selber machen willst, zu einem super günstigen Preis, dann bist du genau richtig. Neulich waren wir unterwegs und da gab es auch die Chicken Nuggets mit dieser Currysoße. Mit 25 Milliliter ist mir so eine Portion viel zu klein. Eine weitere kostet 60 Cent. Ich zeige euch heute, wie man diese Currysoße in 10 Minuten selber macht zu einem wesentlich günstigeren Preis. Und dafür folgt mir in die Küche. Hier in der Küche angekommen, an meinem Herd, da starten wir auch gleich mit einem schönen Topf. Ich nutze ja wie bekannt die schönen Töpfe von der Firma AMT. Für mal unsere Currysoße, da brauchen wir als allererstes Apfelmus. Der Apfelmus bildet die Basis des Ganzen. Und keine Sorge Leute, unter dem Video, da schreibe ich euch die genauen Mengen rein, die ich heute verwende. Des Weiteren Ketchup. Das ist hier ein ganz normales Tomatenketchup. Apfelessig. Und werden das Ganze mal gut vermischen. Das Apfelmus, das gibt die Fruchtigkeit und einen gewissen Teil der Süße auch schon. Apfelessig die Säure. Und wie ihr sehen könnt, das geht schon mal so in Richtung Färbung von der Currysoße. Im nächsten Schritt geben wir unsere Gewürze hinzu. Paprika edelsüß, Zwiebelpulver, Currypulver und ein Knoblauchpulver. Auch das verrühren wir uns jetzt gut in die Mischung rein. Das fängt schon sehr gut an zu riechen. Dann kommt noch ein bisschen Senf dazu, Prise Salz, ein bisschen Honig für die Süße. Das Rapsöl verleiht der Soße nochmal so einen schönen Glanz. Jetzt stellen wir uns den Herd an und werden uns das bei mittlerer Hitze mal leicht zum Köcheln bringen. So für 2-3 Minuten nur. Während die Soße köchelt, bereitet euch schon mal gleich ein Glas vor, wo ihr das Ganze abfüllt. Ich habe hier jetzt gute 200 Milliliter. Das spült ihr einmal mit kochendem Wasser heiß aus, damit das gut steril ist. Und des Weiteren bereitet ihr euch schon eine Mischung aus Wasser und Speisestärke vor. So, wie ihr seht, ist die Soße jetzt leicht am Köcheln. Wichtig ist dabei, immer regelmäßig umrühren. Dann nehmen wir uns unsere Speisestärke Wasserlösung, geben die jetzt auch nochmal rein. Gut umrühren, dass die nicht klumpt. Und die rühren wir jetzt auch nochmal schön mit rein. Das bringt die Soße dazu, dass sie noch ein bisschen eindickt. Circa 3 Minuten weiter. Für mich ist sie so jetzt fertig. Ihr seht's, schöne Konsistenz, schöne Färbung. Wenn euch das Ganze vom Apfelmus ein bisschen zu grob ist, könnt ihr das Ganze noch mit dem Zauberstab ein bisschen feiner machen. Ich finde diese Struktur gut, aber manchmal hat man ja auch Apfelmus, der so ein bisschen grober ist. Und dann werde ich mir das Ganze jetzt einmal in meine Flasche abfüllen. In der Flasche sind 235 Milliliter. Den Rest gebe ich mir nochmal zum Probieren hier in mein Gläschen. 250 Milliliter, 25 Milliliter, 60 Cent, kein Euro wahrscheinlich. Das ist jetzt mein Ergebnis. So sieht es aus. Schön zähflüssig. Das wollen wir jetzt mal probieren. Apfelmus, die Fruchtigkeit kommt ganz klar durch. Schöner Bums vom Curry noch. Richtig lecker. Apfelessig richtig rund abgestimmt. Lecker. Wir werden das Ganze jetzt nochmal gegen die Originale halten. So sieht die Originale aus. Nochmal von der Färbung. Die Originale ist ein Tick dunkler. Und dann werde ich nochmal den Geschmackstest von der Originalen dazu machen. Ihr seht, die ist wesentlich flüssiger. So reicht es natürlich für mehr Hähnchen. Ich muss sagen, die ist noch ein Tick schärfer, die Originale. Da könnte ich noch ein bisschen mit Cayenne gegenarbeiten. Wer es mag, brauche ich aber hier gar nicht unbedingt. Und tatsächlich kommt bei der Originalen im Nachgang so ein leichtes künstliches Aroma durch tatsächlich. Ich probiere nochmal meine eigene. Ist viel fruchtiger, aber wie gesagt, die Schärfe wesentlich geringer. Ich schreibe es unten nochmal optional in das Rezept. Wer das Original scharf haben will, der muss dann noch ein bisschen mit Cayennepfeffer ran. Und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von diesem Content sehen möchtest, dann würde ich mich doch über einen Daumen nach oben freuen. Hier oben kannst du noch Abonnent von meinem Kanal werden, dann verpasst du kein weiteres Video, auch die Glocke aktivieren. Und auf der Seite, Freunde, da blende ich euch 2 weitere Videos zum Weitergucken ein.
Oben noch eine andere geile Soße und unten ein aktuelles Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!